Wenn man auf meiner Top-Liste ganz nach unten scrollt, an den Top-Spins, den Diablos und an den Freifalltürmen vorbei, gelangt man in die Legacy-List. Dieser Abschnitt, dessen Name garantiert nicht von einer anderen Rangliste zu einem völlig anderen Thema geklaut wurde, beinhaltet nicht direkt die schlechtesten Fahrgeschäfte, die ich jemals gefahren bin. Die Sache ist die, dass nicht alle Fahrgeschäfte, die ganz unten in meiner Top 50 liegen, unbedingt schlecht sind. Das inkludiert Fahrgeschäfte wie zum Beispiel Kettenkarussells oder Oldtimer oder Schiffschaukeln. Fahrgeschäfte, die im Vergleich zu den Maschinen oben drüber alles andere als extrem imposant oder unglaublich sind, es aber auch nicht deren Ziel ist, das zu sein. Für das, was man zahlt, bekommt man immer noch ein spaßiges Erlebnis geboten. Das genaue Gegenteil davon definiere ich als schlechtes Fahrgeschäft, wenn ein Fahrgeschäft seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Das kann aus mehreren Gründen der Fall sein. Wegen einem zu extremen Fahrerlebnis. Ja, ich werde aber einem gewissen Zeitpunkt auch eine Kirmespussy. Einem sehr unkomfortablen Fahrerlebnis, einem langweiligen Fahrerlebnis oder wegen eines schlechten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Danke, Landgraf. Dieses Ranking beinhaltet zudem nur Fahrgeschäfte, die ich selbst gefahren bin. Das heißt also kein Pandora oder R. Sorry, Leute. Dann würde ich sagen, werfen wir einen etwas genaueren Blick auf die 5 teamsten Einträge meiner Top-Liste. Davor aber noch ein paar Maschinen, bei denen ich auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber nicht ganz unten in meiner Top-Liste liegen. Ich möchte sie euch hier trotzdem zeigen. Also viel Spaß. Propeller ist das Paradebeispiel dafür, wie ein Fahrgeschäft nachträglich ruiniert werden kann. Als in Version XXL ging diese 50 Meter hohe Maschine im Jahre 2010 auf Reise. Damals noch ohne eine direkte Thematisierung, aber mit einer schönen bunten Farbgebung sowie mit einem Fahrterlebnis vergleichbar mit New World. Und dann dachte der Ordemann, hey, warum nicht auch in Deutschland reisen? Was soll da schon schief gehen? Was hat man also gemacht? Ja, man hat das Fahrgeschäft auf den hohen deutschen Standard der Thematisierung gebracht, indem man jegliche Farben aus dem Fahrgeschäft ausgesaugt hat und es mit Stickern vollbeklebt hat. Grauen Sticker. Und man hat noch einige weitere Thematisierungsobjekte gebaut, die heutzutage nicht mehr verwendet werden. Und es kommt noch besser, denn im Jahr 2018 wurde das Fahrgeschäft vom TÜV höchstpersönlich genervt. Der Hauptarm und das Gondelkreuz wurden verlangsamt. Dasselbe gilt für die Gondeldrehachsen. Und es wurde ein Arm am Gondelkreuz entfernt, was das Fahrgeschäft seitdem noch hässlicher aussehen lässt. Man hat quasi alle positiven Aspekte dieses Fahrgeschäfts minimiert oder komplett entfernt. Alles, was übrig bleibt, ist eine Hülle der Vergangenheit. Ein langweiliges, unangenehmes und leblos gesteuertes Fahrerlebnis, welches sehr kurz ist, zum Glück eigentlich, und ununterbrochen automatisch gesteuert wird. Nicht mal die Jingles sind gut, es sind einfach Snippets von bekannten Pop-Songs. Ich glaube, das einzige Positive hinter dieser Story ist, dass Propellers französischer Cousin New World in den letzten Jahren das genaue Gegenteil durchlebt hat. God bless you, my friend. Deutschland, das ist die Visitenkarte. Ich sag's einfach sofort, ich finde KMG Speeds okay. Meine Fahrt auf Fighter auf der Palm Camps Anfang des Jahres war ziemlich spaßig dafür, dass ich Booster Propeller eigentlich sehr repetitiv empfinde. Zudem sind KMG Speeds ideal für Showsteller, die es einfach haben wollen. Einfacher und schneller aufbauen, nur ein einziger Transport sowie minimale Personalkosten sorgen dafür, dass sehr viele Showsteller zugegriffen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein anderes Filmfahrgeschäft gibt, was so oft verkauft wurde wie der KMG Speed. Leider glauben manche Showsteller, sie werden hier Luxusfahrgeschäftsware präsentieren und fragen dann nach 10 Euro Fahrpreis. Das ist der Eintrittspreis von Olympia Looping. Für ewiges vertikal im Kreis fahren. Und dann steigen dort auch noch Leute ein. Es nimmt einfach kein Ende. Ja, es geht hier nämlich um Rudolf Cyber One. Einem steril aussehenden und lustlos betriebenen KMG Speed, welches somit nicht als mit einem absolut grauenhaften Preis-Leistungsverhältnis für ein Fahrgeschäft mit andimensionalen Fahrbewegungen und mit lächerlich einfachem Aufbau und Transport verprotzen kann. Langer Satz. Nachdem ich dieser Geldwäsche in Long wie gekonnt ausgewichen bin, stieg ich ein paar Monate später in echt sogar in das Ding ein. Für 8 Euro. Das ist immer noch ein furchterregender Fahrpreis. Das ist so teuer wie Hangover. Und natürlich ist deswegen auch niemand an diesem Tag eingestiegen. Was bedeutet, dass ich ein Zen-Ride erhalten habe. An sich ja was Gutes, aber wer schon mal in einer Speedgondel saß, welche ungleich beladen wurde, weiß, wie sehr das schmerzt. Eigentlich würde ich da am liebsten nie wieder einsteigen, aber meine Kamera hat ihn echt nicht aufgenommen. Was bedeutet, dass ich da nochmal einsteigen muss und bis zu 10 Euro aus dem Fenster werfen muss. Für den Content!
Nachbauten sind scheiße. Das waren sie schon immer. Danke, Tschechien. Tatsächlich habe ich eine gewisse Toleranz gegenüber den KMG Freedom Nachbauten entwickelt. Um genau zu sein, den Extreme, wie er von der tschechischen Firma Bourgeois vermarktet wird. Chinas The King ist solch eins. Dieser Extreme hält so ziemlich jeden mittelgroßen Volksfestplatz in Luxemburg. Die Fahrt ist mittelmäßig, aber nichts Enttäuschendes und ich mache es immer wieder gerne. Immerhin wird die Fahrt so gesteuert, dass Übelkeit auf ein Minimum reduziert wird. Die Bügel auf diesem Fahrgeschäft sind auch sehr angenehm und gut gepolstert. Das alles kann man nicht von Ecstasy behaupten. Viel zu schnelle Drehung des Gondelkreuzes, dünne und billige Plastikbügel und eine Fahrzeit von 7 Minuten. Mir war nach einer Fahrt auf einem Fahrgeschäft noch nie so übel. Und da bin ich auch noch King Loop gefahren. Ey, wie habe ich es geschafft, an diesem Tag nicht zu kotzen? Ja, wie gesagt, Nachbauten sind scheiße. Und dieses Stück Altmetall beweist das ganz genau. Selbst auf den ersten Blick sieht das Ding unfassbar billig aus. Es sieht aus wie ein KMG-Speed, der zu oft bei McDonald's gewesen war. Aber zum Schlimmsten sind wir noch gar nicht gekommen. Und nein, damit meine ich nicht die Plastikblumen. Die Fahreigenschaften! Ich glaube, ich lasse meine On-Ride-Aufnahmen einfach mal laufen. Ich bin mir ziemlich sicher, die sprechen für sich selbst. Wow! Alter! Alter! Alter, nein! Nein! Oh! 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 Nein! Oh! Nein, 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 again! Nein! Oh, oh, mein Kopf! Oh! Oh, welche Idee war das? Ich glaube, ich war in meinem gesamten Leben noch nie so nah an einer Gehirnerschütterung wie hier. Wobei... Ich mag ja gerne auf Fahrgeschäften überreagieren. Nein! Let's go! Aber aus allein diesem Grund ist es nie ein gutes Zeichen, wenn ich auf ein Fahrgeschäft filme und ich während der gesamten Fahrt einfach keinen Ton von mir gebe. Das bedeutet, dass ich kämpfe. Gegen Leid. Leid und Schmerz. Und dabei sind Hus Takeoffs doch so angenehm. Petersilie und gesichtsdeformiert? Ja, das geht für mich vollkommen klar. Da kann der Nachbau ja nicht viel schlimmer sein. Oder ich hatte bei meiner rezenten Fahrt in Thionville unironisch Ängste im Kopf, ob diese Fahrt keine langzeitlichen Gesundheitsschäden mit sich bringen könnte. Um es genauer zu erklären, dieser Drecks-Nachbau fährt einfach 10-mal schneller und kräftiger als das Original. Weil wenn man keinen TÜV zu seiner hat, dann soll man das natürlich auch ausnutzen, nicht wahr? Dadurch verwandelt sich dieser überteuerte Zeitvertreib unter der Sonne in eine Art Astronautentraining für Menschen, die in keinster Weise dafür qualifiziert sind. Zumindest hat sich das so angefühlt, als ich qualvoll nach Luft schnappte, während meine Lungen unter dem Druck meiner Rippen beinahe zum Platzen gebracht wurden. Tut einfach weh. Ich war nach einer Fahrgeschäftfahrt noch nie so benommen wie hier. Und das ist inakzeptabel. Ich würde da nicht mal kostenlos einsteigen. Immerhin zwingt mich niemand dazu, es nochmal zu fahren. Das ist das einzige Positive an dieser Situation. Puh, ich bin kein schneller Videoskriptschreiber, aber ich hoffe dennoch, dass euch dieses Video sehr gefallen hat. Solche Ranking-Videos zu machen macht besonders viel Spaß, da man einfach frei über Sachen, die man nicht sonderlich mag, rumranten kann. Habt ihr irgendwelche schlechten Erfahrungen auf Freizeitpark oder Kirmesattraktionen gemacht? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Weil wenn man kein TÜV zu... Aua.